Herzlich willkommen zu Teil 5 der Serie Spooky Scales für die Halloween-Harfe. Ich bin Stefanie Bieber, Harfenspielerin und Harfenlehrerin aus Frankfurt am Main. Und was du eben gerade gehört hast, das war die Übersetzung des Harpdoodles Nummer 1 Grounded auf die Spooky Scale des heutigen Tages. Harpdoodles, das sind Improvisationen, die im Prinzip auf einfachsten Mustern basieren, dann aber durch Variationen, also in unendlichen Metamorphosen zu langen Kompositionsstücken mutieren können. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schau mal, ich habe unten eingeblendet den Link zum Kurs Harpdoodles Nummer 1 Grounded. Da erfährst du alles darüber, was man so prinzipiell wissen muss, um auf diese Weise improvisieren zu können. Aber nun zur heutigen Tonleiter. Hier ist sie. Wir brauchen die Töne C. C-Klappe bleibt also unten, D, die D-Klappe bleibt unten. Für E tun wir die E-Klappe hoch. Fis, auch da die Klappe nach oben. Dann G, die G-Klappe kommt hoch. Ass, genauer gesagt, also da bleibt die A-Klappe unten. Dann B, das deutsche B, Englisch B-Flat, da bleibt die B-Klappe ebenfalls unten. Und dann sind wir wieder bei C. Das ist unsere heutige Tonleiter. Und auch diese Tonleiter birgt natürlich wieder verrückte Akkorde. Auf C haben wir einen ganz normalen Dur-Dreiklang, dann der auf D, komisch, dann dieser hier auf E, dann dieser hier auf F. Auf G ist ein Moll-Dreiklang, auf A ist der hier. Und auf B ist der hier. Ich nenne sie heute mal gar nicht, um dich nicht zu sehr zu verwirren. Lass einfach diese Klänge mal auf dich wirken. Ja? Und was du jetzt zum Beispiel auch machen kannst, also außer mit Harpdoodles zu spielen, du könntest zum Beispiel Klangbäder machen. Ja? Also Klangbäder gibt es ja auch schon viele Online-Kurse, ebenfalls verlinkt hier unten, wo du Klangbademuster dir holen kannst oder in Lunasa sogar lernst, wie du dir selber Klangbademuster baust. Und ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal das Planschbeckenmuster. Nee, es ist, glaube ich, gar nicht das Planschbeckenmuster, es ist irgendein anderes. Also man hört irgendwie eine Struktur, aber es klingt trotzdem, ja, das ist so ein bisschen das Geheimnis von Spooky Scales. Ja. Ja, oder halt eine Akkordfolge, zum Beispiel die berühmteste Akkordfolge C, F, G, C, eigentlich eine Kadenz, aber mit unserer Spooky Scale klingt sie halt so. Ja, also du findest ja viele Akkordfolgenbeispiele in Marbonne, aber du kannst auch einfach ganz intuitiv deine eigenen Akkordfolgen zusammenstellen, was dir am gruseligsten erscheint. Das nimmst du einfach und dann spielst du mit deinen Zupfmustern, die du alle so kennst, damit rum. So, diese Spooky Scales, die haben jetzt natürlich... Also das sind keine Zufallstonarten, sondern ich habe die wirklich ganz bewusst ausgewählt. Und was dahinter steckt, dieses Geheimnis möchte ich gerne verraten. Und zwar in einem Online-Event live am 31. Oktober 2021 beim Harfenstammtisch. Du kannst dich registrieren, auch dafür habe ich hier den Link unten unter das Video gesetzt. Harfenstammtisch findet auf Zoom statt, also Videokonferenzplattform, ist kostenlos und da werde ich also verraten, was sich für ein Geheimnis genau hinter diesen Spooky Scales verbirgt. Und wenn du live nicht dabei sein kannst, ist es schade, weil ich werde dieses Mal keine Aufzeichnung anbieten, aber ich schicke an alle Harfenstammtisch eingetragenen eine Übersicht über alle Spooky Scales, auch die ich jetzt hier nicht vorgestellt habe. Und da gibt es also einige, die gehen und andere, die gehen nicht. Und eigentlich sind es nur zwei. Und die haben ganz bestimmte Prinzipien. Und wenn man dann diese Tonleitern sozusagen in Modi durchgeht, dann bekommt man die vielen anderen, die es eben dann scheinbar auch noch gibt, aber eigentlich sind es prinzipiell nur zwei verschiedene Arten von Tonleitern. Und das möchte ich ein bisschen erklären. Dann im Hafenstammtisch
Und wenn du etwas generell über modale Tonleitern wissen willst, und zwar aufgebaut auf unserer gewöhnlichen Tonleiter der diatonischen Skala C, D, E, F, G, A, H, C zum Beispiel. Und da gibt es ja die Modi, die sogenannten Kirchentonarten, und damit kann man fantastische Dinge tun. Also man kann damit sehr viel improvisieren, sehr kreativ werden. Und wie du das zum einen intuitiv, zum anderen aber auch ganz systematisch angehen kannst und es dann auch übertragen kannst auf die Spooky Scales, das erfährst du in dem Hafen-Online-Kurs Hafeninspiration Marbonne. Auch der ist hier unten verlinkt. Kannst dich noch anmelden, kannst auch jederzeit nachbestellen, wenn es schon vorbei ist. Und ich möchte auch dich noch hinweisen auf die Hafenspielplätze. Beim 7. Hafenspielplatz werden wir nämlich dieses Mal eine pentatonische Tonleiter, also nicht eine, sondern wir werden das Prinzip pentatonische Tonleitern kennenlernen. Das Tolle ist, bei pentatonischen Tonleitern gibt es keine falschen Töne. Alles passt, also man kann da so frei wie man will spielen. Das ist also das Gegenteil von Spooky Scales. Bei Spooky Scales ist ja so, alles klingt schauderhaft irgendwie. Und bei pentatonischen Tonleitern, alles ist gut. Also da ist die Welt wieder in Ordnung und alles klingt super. Ja? Alles findest du unten hier verlinkt. Gut, aber jetzt noch mal ein bisschen Spooky Scale, und ich werde jetzt mit dieser Spooky Scale mich verabschieden, indem ich ein paar Akkordfolgen spiele mit verschiedenen Zupfmustern, und ich hoffe, wir sehen uns am 31. Oktober 2021, 19 Uhr. Bis dann, viel Spaß weiterhin mit den Spuktonleitern.